Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich mega, dass ihr wieder dabei seid. Das Projekt nähert sich leider dem Ende, aber heute wird es nochmal richtig interessant, denn ich möchte euch zeigen, wie ich einen handgebogenen Titanospuff für meine SF500 angefertigt habe. Das Ganze habe ich mit einem Sauerstoff-Propanbrenner gemacht, also lasst uns direkt starten. Wenn euch solche Videos interessieren, am besten direkt den Kanal abonnieren, um keine Videos zu verpassen und mir dabei zu helfen, weiter mit dem Kanal zu wachsen. So, ihr wisst ja, ich mache gerne alles immer selbst und dieser handgefertigte Titanospuff ist wirklich etwas Besonderes für mich. Diese Yamaha SF500 ist nicht nur irgendein Bike für mich. Sie ist wie ein weißes Blatt Papier, das ich mit meiner eigenen Kreativität füllen kann. Ich dachte mir, so ein Titanospuff würde dem Bike einen unvergesslichen Charakter geben. Und das ist auch der Grund, warum ich einen baue. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Viele Personen, mit denen ich vorab gesprochen habe, haben mir davon abgeraten und gemeint, das würde nicht gehen, es ist zu schwierig, du hast kein Equipment dafür, bla bla bla, ihr kennt diese Sprüche. Das hat mich aber dann wieder eher angespornt und ich dachte mir, was soll schon passieren, ich probiere es aus und im schlimmsten Fall hätte ich ein Rohr verbogen. Kennt ihr solche Leute oder habt ihr auch schon mal sowas gehört, wenn ihr was umbauen wolltet? Schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Hier seht ihr jetzt den originalen Krümmer, an dem werde ich mich orientieren, aber bevor ich jetzt auch den Krümmer baue und biege, muss ich den Adapter oben am Motorauslass anfertigen. Da habe ich jetzt schon ein paar Materialien rausgesucht, da gehen wir mal rüber zum Schweißtisch. Hier sind die Materialien, ich habe so ein paar Reststücke noch hier, Edelstahl, 50er, 45er und ein bisschen Rohr. Und das passt auch genau mit der Auspuffdichtung und hier der gelaserte Flansch für den Motor, wo ich das dann anschrauben kann. Hier habe ich das Titanrohr, habe ich mir 1 Meter gekauft, 45 mm Durchmesser und 1 mm Wandstärke. Man sieht hier leicht den Unterschied in der Farbe. Dann gehe ich jetzt mal rüber zur Drehmaschine und fange mit dem Adapter an. Das mit dem Adapter ging dann doch schneller als gedacht. Ich habe nämlich noch hier so ein altes Stück Rohr gefunden, was ich dann abgestochen habe an der Drehmaschine. Das passt auch sehr gut, weil der Außendurchmesser die gleichen Durchmesser hat wie hier diese Dichtung vom Auspuff. Und der Innendurchmesser, den könnt ihr auch sehen, der ist ein Ticken kleiner von der Dichtung als vom Rohr. Also passt es auch sehr gut, dass hier nicht irgendwie Verwirbelungen entstehen. Den Außenring werde ich jetzt über das Innenrohr drüber pressen und dann noch verschweißen und nochmal überdrehen, damit das dann auch sauber aufliegt. Und dann sollte das alles gut passen. Der Adapter ist jetzt fertig, könnt ihr hier sehen. Ich schraube den schnell noch an den Motor an. Der nächste Schritt ist jetzt den Übergang auf das Titan zu machen. Da werde ich mir ein kleines Stück Titanrohr absägen und das dann auf der Hydraulikpresse weiten, damit das über das bestehende Rohr drüber passt. Es ist für mich auch das erste Mal, dass ich mit Titan arbeite. Beim Sägen muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich hier nicht drücke, sondern dass es immer schneidet, weil sonst ist das Sägeblatt direkt hin. Und ich hoffe mal, dass sich das Titanrohr genauso einfach weiten lässt wie ein Edelstahlrohr. Für das Weiten auf der Hydraulikpresse muss ich vorher noch ein kleines Werkzeug bauen. Da hole ich mir einfach ein Stück Reststahl und drehe das konig zu, damit das schön reingeht und sich dann weitet dabei beim Reindrücken. Das Wichtigste bei dem Werkzeug ist, dass die beiden Flächen oder ich sag mal die obere Fläche genau um 90 Grad Winkel ist zur Achse von dem Werkzeug, sonst drückt man das Ganze schief durch. Habt ihr gesehen, ich habe es gerade abgedreht, es hat einfach ein bisschen geeiert. Und hier kommt jetzt die andere Seite dran. Als erstes drehe ich das Werkzeug ab, damit der Außendurchmesser dann stimmt,
weil das Rohr muss über das andere Rohr drüber passen. Und anschließend werde ich dann den Konus vorne andrehen. Und das war's auch schon mit dem ersten Teil zum Titanauspuff für meine SR500. Im nächsten Teil zeige ich euch dann, wie ich das Titanrohr mit der Flamme gebogen habe und vor allem, was ich dabei gelernt habe. Es bleibt also spannend. Falls ihr nicht verpassen wollt, wann das nächste Video hier auf dem Kanal erscheint, am besten direkt abonnieren und das Video liken. Zusätzlich könnt ihr auf Instagram auch weitere Bilder und Videos aus meiner Werkstatt und den Projekten sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dann!